Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal, nachdem es im letzten Video um unsere Zurückwanderung nach Deutschland ging und wir hier jetzt gerade so im Packchaos setzen, dachte ich mir, es ist mal wieder Zeit für ein paar Buchvorstellungen. Und ich fange an mit dem ersten Buch, was ich hier auf meinem Tolino gelesen habe. Und es ist die Sommerbuchempfehlung, gerade sowas für den Urlaub. Es ist zwar relativ dick, aber es liest sich in einem Rutsch durch. Es ist der neue Roman von Maike Werkmeister, Über den Wolken wohnen die Träume. Ich blende es euch hier ein. Und ja, bei Maike Werkmeister, wer die Autorin kennt, weiß, dass sie eigentlich jeden Sommer ein Buch rausbringt und oft Charaktere aus den vorherigen Büchern dann in den neuen Büchern eine Hauptrolle bekommen. Und so begegnet man immer wieder alten Bekannten und erfährt mehr über deren Geschichte. In diesem Buch geht es um Marlene, die ihre Schule in Deutschland nicht weitermachen möchte, die dann quasi zu einer Freundin von ihrer Mutter nach Kalifornien fliegt, um da so eine Art Au-pair-Stelle anzutreten. Und Heather, also die Freundin und Mutter der Familie in Kalifornien, ja, hat eine Tochter, die chronisch krank ist mit Diabetes. Und es geht dann im Grunde genommen parallel um diese beiden Geschichten von der jüngeren Marlene, die ihren Weg da finden muss und auch gucken muss, was sie für ihr zukünftiges Leben will. Und auch die Geschichte von Heather, die über 40 ist und eben in ihrer Ehe im Moment auch nicht so glücklich ist und eben auch ihren Weg für die Zukunft finden muss. Und beide Geschichten sind sehr, sehr gut zu lesen. Man findet auf jeden Fall eine der Protagonistinnen, mit der man sich identifizieren kann. Und es sind auch wieder sehr, sehr schöne Figuren dabei. Auch die ganzen Nebenfiguren sind gut gelungen. Es ist überhaupt nicht klischeebehaftet und es ist so eine Geschichte aus dem Leben. Man kriegt auch viel Surf-Content, wer das mag. Und hinten im Buch sind wieder ganz tolle Illustrationen mit Informationen zu Surfbrettern und Playlisten, und das mag ich auch sehr gern an den Büchern von Maike Werkmeister, dass die eben sehr, sehr liebevoll auch gestaltet sind. Also wer einen guten Page-Turner, einen sehr schönen Sommerroman lesen will, dem kann ich dieses Buch sehr empfehlen. Das zweite Buch, was ich auch auf meinem E-Book-Reader gelesen habe, ist vor allem was für Marvel-Fans. Also bei uns ist die ganze Familie totaler Marvel-Fan. Und dieses Buch ist von Jeremy Renner und heißt My Next Breath. Und wer da so ein bisschen in der Thematik drin ist, weiß, dass Jeremy, ich glaube, am Neujahrstag 2023 einen sehr, sehr schweren Unfall hatte. Er wurde von einer Schneeraupe überrollt auf seinem Grundstück. Und es war wirklich, hatte also extrem schwere Verletzungen. Und dieses Buch hat er geschrieben und berichtet über diese Erfahrung und wie diese Erfahrung ihn transformiert hat, was es für ihn jetzt bedeutet, fast nach 2 Jahren damit jetzt umzugehen, wie er sich regeneriert hat, was er, Spoiler Alert, relativ schnell getan hat und welches Mindset er dafür praktisch verwendet hat. Es ist also wirklich was für Fans. Es ist auch etwas, was für so zart beseitete Leute vielleicht nicht so angenehm ist zum Lesen, weil diese Beschreibung, wie er da überrollt wird, wie es sich anfühlt, die ganzen Verletzungen, die er hat, die ganzen Operationen, die er hat, die beschreibt er schon intensiv, und die sind jetzt schon teilweise schwierig auszuhalten. Interessant ist natürlich, also das war für mich jetzt so der interessanteste Aspekt mit an dem Buch, dass er auf dieser Eisstraße, wo er da überrollt wurde, auch eine Nahtoderfahrung gemacht hat. Und diese Nahtoderfahrung hat eben was mit ihm psychisch gemacht und auch mit der Ausrichtung für sein zukünftiges Leben. Also diesen Aspekt fand ich sehr spannend, was er da beschrieben hat. Vieles in dem Buch war mir, ja, wie soll ich das formulieren? Es war mir sehr amerikanisch und es waren auch viele, viele Wiederholungen da drin. Das war jetzt etwas, was so den Lesefluss so ein bisschen unterbrochen hat. Es war auch so ein ja, und dann habe ich mir das gedacht und dann schaffe ich das. Und also so eine sehr amerikanische Herangehensweise an Sachen, was aber auch okay ist, weil schließlich ist er Amerikaner und er liebt das halt auch voll. Das waren jetzt aber nur so Kleinigkeiten, die mich an dem Buch gestört haben. Also es ist eine Leseempfehlung, vor allem für alle Menschen, die sowieso in diesem Marvel-Universum sich befinden und das auch so ein bisschen verfolgt haben, weil wir haben das damals mitbekommen und es war halt auch so ein bisschen fast so, wie wenn einem Freund so ein Unfall passiert und wir waren geschockt. Und jetzt diese Gesamtgeschichte zu lesen, fand ich schon sehr spannend. Also Jeremy Renner,
My Next Breath. So, dann habe ich ein Buch von einem Autor, den ich sehr, sehr schätze und dessen Bücher ich sehr mag. Und vor allem mag ich auch, dass die Bücher sehr, sehr unterschiedlich sind und sie immer hervorragend geschrieben sind. Und das ist das neue Buch von Takis Würger, Polina. Oder ja, für Polina heißt es so. Und das ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Und es geht ja, um zwei Menschen, Hannes und Polina, die schon praktisch sich als Babys kennenlernen. Und man betrachtet dann im Prinzip beider Leben, wie sie sich auch verlieben, wie sie es schaffen und nicht schaffen, sich diese Liebe einzugestehen, wie sie in ihrem Leben suchen nach Wahrheiten, nach Zielen, wie sie scheitern. Also es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Auch alle Nebenfiguren sind ganz, ganz fantastisch, weil Hannes hat eine große Begabung. Er spielt hervorragend Klavier und er drückt praktisch alles musikalisch aus. Also alle, die irgendwie klavieraffin oder musikaffin sind, finden dieses Buch bestimmt auch sehr, sehr schön. Und es ist eben so eine Geschichte aus dem Leben, die nach hinten raus vielleicht ein bisschen zu märchenhaft wird, würde ich es mal formulieren. Aber es schadet uns ja auch nichts, mal was für unsere Herzen zu lesen, was uns erwärmt und was vielleicht nicht so ganz realitätsnah ist. Aber ja, also ich mochte für Polina sehr gerne. Ich mochte alle Figuren in diesem Buch sehr. Also alle Figuren waren einfach ganz, ganz wunderbar. Und wie alle anderen Bücher von Takis Würger mochte ich das auch sehr gerne. Das nächste Buch, was ich für euch habe, ist Vergiss mich von Alex Schulman. Alex Schulman ist ein schwedischer Autor und ich meine, es wäre jetzt das dritte Buch, was jetzt hier in Deutschland verlegt worden ist von ihm, wo es auch sehr autobiografisch ist und um seine Lebensgeschichte geht. Hier geht es jetzt um sein Thema mit seiner Mutter. Die Mutter ist Alkoholikerin, er hat noch 3 Brüder und wie sein Verhältnis mit der Mutter ist, wie sie, ja, wie diese Krankheit, diese Alkoholikerkrankheit, auch das ganze Familiensystem eben sehr dysfunktional macht, sein eigenes Verhalten innerhalb seiner neuen Familie, also mit seiner Frau und seinen Kindern eben auch dieser Dysfunktionalität unterliegt. Also alle Menschen, die mit diesem Thema schon mal zu tun haben, wissen ungefähr, wovon ich spreche. Es ist sehr, sehr gut geschrieben. Es ist nicht beschönigend, es ist nicht zu hart, es hat ganz, ganz viel diese kleinen Momente drin, was diese Krankheit eben mit Familienmitgliedern und eben auch mit den Betroffenen tatsächlich macht. Also es ist ein sehr, sehr rundes Buch. Es ist sicher keine erhebende Geschichte im Sinne von wie jetzt für Paulina, sondern es ist schon auch so ein bisschen eine tragische Geschichte. Es hat eben viel mit Kindheitsaufarbeitung zu tun, Traumata und liest sich aber wie alle Bücher von ihm sehr, sehr, sehr gut. Ich kann auch die vorherigen von ihm empfehlen. Ja, also Alex Schulman, Vergiss mich, ein Buch, was ich wieder in 2 Tagen durchgelesen habe, ist wirklich hervorragend. Auch eine große Empfehlung, das Buch habe ich erst heute Morgen beendet, es ist von Christine Bilkau, Halbinsel. Und das mochte ich auch sehr gerne. Also es ist eine fantastische Geschichte von einer Mutter mit ihrer Tochter. Die Mutter lebt eben auf, wie gesagt, auf einer Halbinsel. Also die Tochter hat ihren Weg gemacht, sie hat studiert, war auch in Schweden und arbeitet im Prinzip in diesem Thema Waldwirtschaft, Aufforsten von Bäumen, Naturschutz in diesem Bereich. Die Mutter ist immer auf ihrer Halbinsel geblieben, hat versucht, diese Tochter komplett zu unterstützen, weil der Vater sehr früh und sehr plötzlich verstorben ist. Und eigentlich geht es in diesem Buch sehr um das Thema Findung, sowohl Findung der Tochter als auch Findung der Mutter. Es reflektiert stark diese Themen, die man als Mutter kennt, dass man die Kinder immer unterstützt und dann eben auch schnell verleitet wird, sich dabei selber zu verlieren, gerade wenn die Kinder dann auch schon ihren eigenen Weg gehen und trotzdem immer noch das Gefühl hat, man muss da sein, man muss präsent sein, man muss alles abfangen. Aber auch das Leben der Tochter, die eben sich eingesetzt hat für eine gute Sache und dann mitbekommt, wie das irgendwie nicht fruchtet. Also diese Frustration darüber, dass es offensichtlich Sachen gibt wie sag ich mal, Klimaerwärmung und Unternehmen oder so, das eben nicht ernst nehmen oder die
Tools, die dafür genutzt werden sollen, dass die Unternehmen sich da verändern, auf einer anderen Ebene ausnutzen. Und da entsteht bei ihr eben auch diese Frustration und so eine gewisse Form von Hoffnungslosigkeit für die Gesamtgeneration auch. Und sie sucht dann eben auch ihren eigenen Weg, damit umzugehen. Und beide hinterfragen im Grunde genommen so das Leben und müssen sich neu sortieren. Und ich mochte das Buch sehr, weil es eben sehr gut erzählt ist. Es ist auch sehr langsam erzählt. Es ist auch nachvollziehbar, wie sich also auch gerade jetzt die Mutter da weiterentwickelt und neue Perspektiven einnimmt und aber eben auch die Tochter den Lebensweg hinterfragt und eben früh auch schon wieder andere neue Perspektiven einnimmt. Ist, glaube ich, auch ein ziemliches Bild unserer Gesellschaft in unserer heutigen Zeit. Also ich mochte das sehr, sehr gerne. Es liest sich hervorragend und kann ich auch sehr empfehlen. Ja, ich verlinke euch alle Bücher wie gewohnt unten und ich hoffe, vielleicht ist das ein oder andere für euch dabei. Schreibt gerne mal in die Kommentierungen, ob ihr das ein oder andere Buch, was ich euch vorgestellt habe, schon gelesen habt und wie ihr es gefunden habt. Und dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit. Wir räumen jetzt hier weiter und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, im nächsten Video wieder. Bis dahin.